Hallo bei Mit Rahel unterwegs. Diesmal mit einer ganz besonderen Folge. Normalerweise reise ich mit euch ja in die unterschiedlichsten Städte in Deutschland und war mittlerweile schon an richtig vielen Orten. Da habe ich beeindruckende Menschen kennengelernt, die für eine Sache brennen und sich engagieren. Diesmal bin ich natürlich wieder für euch unterwegs und zwar von zu Hause aus, im Internet. Es gibt nämlich auch jede Menge Menschen, die sich digital engagieren. Und um genau diese Menschen soll es heute gehen. Ich will mir das Thema digitale Demokratie näher ansehen. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Demonstrieren zu dürfen ist in Deutschland ein Grundrecht und eines der wichtigsten Mittel in einer Demokratie. So können Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung ausdrücken und an der öffentlichen Willensbildung mitwirken. Auf die Straße gehen, sich mit anderen zusammentun und gemeinsam seine Meinung zeigen. Für oder gegen etwas. Solche Demos gibt es auch online. Und wie das aussehen kann, das hat vor kurzem die Organisation Seebrücke gezeigt. Weil größere Menschenmengen während der Corona-Pandemie natürlich zu vermeiden sind, haben sich die Demonstrationen der Seebrücke von der Straße ins Netz verlagert. Unter dem Hashtag Leave No One Behind hat die Seebrücke zu einer Online-Demo aufgerufen. Die Politik sagt, es gibt keine finanziellen Mittel mehr. Banken retten, Panzer lenken, das sind die Mittel wert. Bei diesem YouTube-Livestream konnten alle mitmachen und vorab Beiträge, Fotos und Reden einsenden. Wir, eine Gruppe von verbliebenen Freiwilligen auf Lesbos, wollen euch schildern, wie sich die Lage im letzten Monat an einem weiteren Brennpunkt Europas zugespitzt hat. Wir sind fassungslos, wir sind entsetzt, wir sind wütend und traurig. Wir bauen eine Brücke zu sicheren Häfen. Das ist das Ziel der Seebrücke. Sie ist eine internationale Bewegung, ein Zusammenschluss aus vielen Hilfsorganisationen und Initiativen. Gemeinsam setzen sie sich für Geflüchtete, sichere Fluchtwege und Seenotrettung ein. Sie wollen zum Beispiel den Menschen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln helfen. Mit dem Ziel, dass diese Menschen einen Ort zum Ankommen finden, einen sicheren Hafen in Europa, wie die Seebrücke sagt. Ich habe mich mit Henry Dubois verabredet, der ist im Presseteam bei der Seebrücke und Henry war auch schon bei den ersten Seebrücken-Demos im Sommer 2018 mit auf der Straße. Hallo Henry, siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Hi, Rahel. Ja, ich habe mir eure Online-Demonstration angeschaut, die ihr neulich auch gestartet habt. Wie ist das denn für euch, dass ihr eure Demos jetzt ins Netz verlagern müsst? Ja, ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, irgendwie im Netz zu demonstrieren als auf der Straße. Es fehlt irgendwie an Passantinnen, an Menschen, die einfach irgendwie auf der Straße sind und die man mit dem Thema so ein bisschen konfrontieren kann. Auf der anderen Seite treffen sich da Leute, die sonst wahrscheinlich nie zusammen demonstrieren würden. Auf einmal demonstriert irgendwie der Aktivist hier aus München mit, nennen wir mal den Politiker oder die PolitikerInnen aus Hamburg, die irgendwie zusammen demonstrieren können. Ist vielleicht auch inklusiver teilweise für manche Menschen. Für manche Menschen ist es leider auch exklusiver, weil nicht alle einen Internetzugang haben. Aber ihr wart schon zufrieden mit dem... Wir waren damit zufrieden, genau. Wir haben auch unseren Hashtag Leave No One Behind, unter dem diese ganze Kampagne rund um die Evakuierung der griechischen Lager zuletzt läuft, auch bei Twitter auf Platz 1 bringen können, durch sozusagen gezielte, nennen wir es Tweetstorms. Genau. Ihr konntet dann bei der Online-Demo konnte man ja Beiträge einsenden und sich da im Vorfeld beteiligen. Es gab aber ja auch noch die Möglichkeit, sich an dieser Demo direkt zu beteiligen, ne? Wie sah das dann aus? Genau, also es gab verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir Leute aufgefordert, im Vorhinein irgendwie aktiv zu werden, ihre Stadt zu schmücken, ihren Balkon zu schmücken, was auch immer und davon das einzusenden. Auf der anderen Seite konnte man auch bei der Demo selber mitmachen. Wir hatten eine virtuelle Demoroute, haben bei verschiedenen Institutionen, bei PolitikerInnen halt gemacht und haben dann sozusagen auf den jeweiligen Internetpräsenzen von diesen Leuten unser Anliegen platziert, indem wir halt entweder über die sozialen Medien oder auch teilweise über massenhafte E-Mails sozusagen unser Anliegen bei den jeweiligen Menschen platziert haben, um dann sozusagen irgendwie auf die Situation an Europas Außengrenze aufmerksam zu machen. Henry, unter dem Hashtag Leave No One Behind habt ihr ja auch noch mehr Online-Aktionen im Moment laufen. Was macht ihr denn so im Moment? Genau, im Moment läuft noch eine
Aktion, wo wir unter diesem Hashtag ein Mail-Tool haben, mit dem man Bundestagsabgeordneten schreiben kann. Da können einfach die Menschen auf dieses Mail-Tool gehen, man gibt so eine Postleitzahl ein und da kriegt man dann sozusagen die Abgeordneten aus den umliegenden Wahlkreisen angezeigt und kann denen dann mit dem Anliegen, Menschen sofort zu evakuieren und vor Corona zu schützen, eine Mail zu schreiben. Und dementsprechend versuchen wir da sozusagen auf dieser Ebene nochmal auch einfach einen gewissen politischen Druck aufzubauen. Danke, Henry, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, ein bisschen erklärt hast, was ihr macht. Also was ich bei der Seebrücke wirklich bemerkenswert finde, ist, wie die es geschafft haben, so viele Leute online zu mobilisieren, dass sie dann zu Hause auch aktiv geworden sind. Ich bin nämlich, wenn ich in den letzten Wochen durch die Straßen gelaufen bin, habe ich so viele Banner oder Plakate mit dem Hashtag Leave No One Behind gesehen. Das finde ich schon beeindruckend, wie viele Menschen da mitgemacht haben. Und so langsam kriege ich richtig Hunger. Ich glaube, ich mache mir jetzt mal was zu essen. Wer unsere bisherigen Videos kennt, weiß, dass ich unterwegs immer was esse, das typisch für die Stadt ist, in der ich gerade bin. Da ich jetzt im Homeoffice arbeite, muss ich für mich selber kochen, aber das ist gar kein Problem, denn ich koche mir jetzt mein momentanes Lieblingsgericht, Ofenpfannkuchen. Geht super einfach. Heiß, aber sehr, sehr lecker. Ein weiteres wichtiges Grundrecht in Deutschland ist die Informationsfreiheit. Das heißt, jede Person hat das Recht auf Information. Zwar veröffentlichen Behörden in Deutschland viele Informationen, aber längst nicht alle. Sie werden von Behörden und Verwaltung nur auf Anfrage herausgegeben. Die kann jeder stellen und die Behörde muss antworten. Grundsätzlich sind alle Informationen anfragbar, die bei öffentlichen Stellen vorhanden sind. Zum Beispiel Baupläne, Terminkalender von Ministerinnen oder Datensätze. Aber natürlich ist es für viele nicht immer einfach, solche Informationen einzuholen. Es fehlt vielleicht die Zeit, juristische Expertise oder einfach das Wissen, dass man auf bestimmte Informationen Anspruch hat. Genau dafür setzt sich das Online-Projekt Frag den Staat ein. Es will Bürgerinnen und Bürgern helfen, ihr Recht auf den Zugang zu Informationen einfach wahrzunehmen. Jetzt bin ich mit Lea Pfau von Frag den Staat verabredet. Die ist da Campaignerin und entwickelt Kampagnen, um den politischen Druck auf Behörden und Co. zu erhöhen und die Informationsfreiheit in Deutschland voranzubringen. Hallo Lea! Hallo Rahel! Lea, warum ist denn die Informationsfreiheit so wichtig für unsere Demokratie? Also bei der Informationsfreiheit geht es im Prinzip um Herrschaftswissen. Also wenn Wissen Macht ist, wie es ja so oft heißt, dann ist offenes Wissen eben Ermächtigung für die BürgerInnen. Aber warum muss man denn überhaupt anfragen, um an diese Infos, die ja normalerweise frei zugänglich sein sollten, zu kommen? Das ist eine sehr gute Frage. Dass man zuerst anfragen muss, finden wir natürlich auch nicht so schön. Es gibt ein paar Bundesländer in Deutschland, Vorreiter war Hamburg, die tatsächlich ein Transparenzgesetz eingeführt haben. Aber ich glaube, viele BehördenmitarbeiterInnen und auch PolitikerInnen haben noch dieses Verständnis von Amtsgeheimnis. Und was aber viele nicht verstehen, ist, dass Informationsfreiheit eben auch zu den Kernaufgaben der Verwaltungen gehört. Also es ist nicht nur irgendwie ein extra Ding, was die dann so neben ihrer Arbeitszeit machen müssen, sondern es gehört halt wirklich zu ihren Kernaufgaben. Wir wollten von euch ja auch im Vorfeld wieder wissen, welche Fragen ihr habt und welche Fragen ihr zum Beispiel bei Frag den Staat stellen könnten. Da konntet ihr uns auf Instagram, Facebook, Twitter und auch auf goethe.de wieder Fragen zuschicken. Und Lea, ein Leser aus Indien, der wollte gerne wissen, wie hoch sind die Reisekosten aller Politiker in Deutschland im Jahr 2019? Wäre das so eine Anfrage, die wir jetzt zum Beispiel nehmen könnten und mal stellen könnten? Ja, alle PolitikerInnen in Deutschland vielleicht ein bisschen viel. Also auch wenn man die ganzen Kommunalpolitiker mit reinnimmt. Ich glaube, das wird schwierig. Was man aber machen kann, ist vielleicht im Bundestag die gesammelten Reisekosten aller Bundestagsabgeordneten anzufragen. Das klappt ganz einfach auf der Website. Zuerst wähle ich aus, an welche Behörde die Anfrage gestellt werden soll. Anschließend fülle ich den Betreff und den Anfragetext aus. Die Anfrage wird dann noch um wichtige Paragraphen ergänzt. Noch schnell den Namen eintragen, Kontaktdaten angeben, prüfen, abschicken. Jetzt können auch andere meine Anfrage sehen und verfolgen.
Was ist denn so euer Wunsch als Organisation, was mit den veröffentlichten Informationen dann passiert? Wir sehen so ein bisschen 2 verschiedene Richtungen, die das gehen kann. Oder 2 Arten von Menschen sozusagen, die Anfragen stellen. Das eine sind halt einfach die interessierten BürgerInnen. Das sind dann eben so Sachen wie, was ist in meinem Lieblingsrestaurant los? Warum wurde der Baum vor meiner Haustür gefällt? Das einfach so eine Neugier und Interesse ist, was irgendwie bei mir vor der Straße passiert. Was wie, wann wird endlich der Radweg fertig gebaut? Und das andere sind wirklich weitergehende Recherchen, wo man dann vielleicht auch mehrere Anfragen stellt an verschiedene Behörden und die Informationen dann zusammenträgt und dadurch halt Zusammenhänge herstellen kann und diesen ganzen politischen Prozess so ein bisschen nachvollziehen und da eben Investigativrecherchen starten kann. Was war denn so eine Anfrage oder Veröffentlichung dann, die dich besonders gefreut hat oder beeindruckt hat? Also was ich sehr cool fand, war die Kampagne Frag den Bundestag. Da ging es darum, dass die ganzen wissenschaftlichen Gutachten und Studien, die vom Wissenschaftlichen Dienst im Bundestag gefertigt werden, dass wir die alle angefragt haben. Und dann wurden irgendwie in den ersten 3 Stunden dieser Kampagne so viele Anfragen gestellt, dass der Bundestag dann gesagt hat, boah, wisst ihr was, es ist uns zu umständlich, die alle einzeln zu beantworten, und haben dann beschlossen, all diese Studien, Gutachten in Zukunft aktiv zu veröffentlichen. Und das ist natürlich immer das Schönste. Also das Ziel unserer Arbeit ist so ein bisschen, dass wir uns selbst abschaffen, weil eben alles schon öffentlich ist. Also gerade als Journalistin finde ich die Arbeit von Frag den Staat natürlich total wichtig, weil da können ja auch Journalistinnen und Journalisten Anfragen stellen. Und auch wenn man mal keine Antwort bekommt, ist das natürlich auch eine Antwort. Das legt dann nämlich die schlechte Informationspolitik von einigen Behörden offen. Und dadurch steigt dann vielleicht auch der Druck auf die Behörden, in Zukunft transparenter zu arbeiten. Okay, also eigentlich saß ich heute fast den ganzen Tag hier am Schreibtisch, habe sogar ein Formular ausgefüllt und trotzdem war es echt spannend. Digitale Projekte wie Frag den Staat oder die Möglichkeit, Online-Demos durchzuführen, wie bei der Seebrücke, das macht unser Zusammenleben tatsächlich demokratischer. Solche Aktionen helfen uns eine Meinung zu bilden und können sogar Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. So, das war mein Ausflug ins deutsche Internet. Und wenn ihr noch mehr Online-Projekte kennt, die sich für digitale Demokratie einsetzen, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Input und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, egal ob von unterwegs oder von zu Hause.